Will mir auch gerne einen neuen Rasenmäher zulegen und da hoffe ich natürlich, mir von den Rasenfreak und seiner ganzen Erfahrung ein paar Tipps abholen zu können, auf was man so achten soll und was er so empfehlen kann, weil der hat ja schon ein paar mehr Sachen ausprobiert. Genau, die Walzen. Wir können ja mal vorne anfangen, einfach die Walzen. Ja. Die Walzen haben sie ja beide. Genau, ich weiß nicht, einer erzählte jetzt, aber ich habe das gesehen, dass es auch jetzt für den Ellet eine profilierte Frontwalze gibt, oder gibt es das noch nicht? Das weiß ich gar nicht genau. Das könnte sein, dass man das als Zusatz kaufen kann. Ja, das bin ich mir nicht sicher. Bis jetzt ging das nicht. Ja. Ich habe aber, wann habe ich das denn gesehen? Also ich habe irgendein Foto gesehen, da hatte tatsächlich der Ellet auch jetzt eine profilierte Frontrolle. Die kannst du beim Swortman von vornherein dazu kaufen. Ich finde diese profilierte Frontrolle echt gut, weil sie eben nicht so stark das Gras runterdrückt. Ja, okay. Genau, das ist ja auch schlecht. Man kann die Spindel halt auch gar nicht mehr ordentlich mähen, wenn das Gras vorher runtergedrückt wird, oder? Genau, das Gras muss halt eben sehr, sehr schnell sich wieder aufrichten. Das muss also relativ robust sein. Das heißt also relativ elastisch sein. Und nicht durch die Frontrolle dann liegen bleiben. Ja, ja. Und dann, wenn es nicht schnell genug hochkommt, dann kann die Spindel es nicht einfangen. Genau. Deswegen ist so eine profilierte Rolle besser. Da wird eben das Gras ein bisschen mehr stehen gelassen. Und je kürzer halt der Rasen ist, ne, logisch, ne? Lange Halme biegen sich leichter als kurze Halme. Je kürzer der Rasen ist, desto besser funktioniert das auch mit einer glatten Frontrolle. Ja, der Vorteil ist wirklich dieser kleine Drahtkamm hier. Damit kannst du das Gras so ein bisschen bürsten, so ein bisschen ausrichten. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit so einer Groomer-Einheit, die es vor Profi-Spindelmähern gibt vorne. Aber es funktioniert nicht schlecht. Du musst sie relativ genau einstellen. Du kannst sie verdrehen. Du musst diese Drahtbürste ziemlich von der Tiefe, meinst du jetzt? Von der Tiefe ziemlich sauber einstellen. Weil wenn du sie zu tief einstellst, dann blockiert diese Bürste sofort. Dann lüftest du gleichzeitig. Dann kommst du vorwärts. Okay. Und wenn du sie zu hoch anstellst, dann hat sie überhaupt keinen Effekt. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl, die richtig auszurichten. Das hat der Swortman nicht. Wäre jetzt auch nicht so schwer noch nachzurüsten oder von Swortman. Also Swortman, dass sie das entwickeln, meine ich jetzt, ne? Aber haben sie im Moment wahrscheinlich nicht im Programm, ne? Vermute ich mal. Im Programm, ob da ein Patent drauf ist, weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht. Das ist immer die Frage, ob sowas denn patentiert ist. Keine Ahnung. Also was mir hier direkt auffällt, nur rein vom Gucken her, sieht so aus, als wäre die Spindel deutlich dicker als die vom Ellet. Ja, also Swortman hat die Spindeln jetzt in der neuesten Generation richtig verstärkt, weil die Probleme hatten mit der Dauerhaltbarkeit, weil vor allen Dingen auch die Amerikaner, wie sie mir erzählt haben, doch relativ grob mit solchen Maschinen umgehen. Okay, dann müssen die was abkönnen. Die müssen was abkönnen, ganz genau. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr gut geworden. Die Spindel mäht super und lässt sich auch super gut einstellen. Der Ellet mäht auch gut. Meine Maschine ist relativ alt. Das ist auch nicht ganz fair, das jetzt sauber zu vergleichen. Meine Maschine ist auch ziemlich ausgelutscht schon. Du siehst ja, ich habe relativ viel Spiel schon hier in der vorderen Rolle. In der ganzen Aufhängung, auch seitlich. Das ist nicht gut gemacht und das sorgt dafür, dass das Mähbild beim Ellet nicht so gut ist wie beim Swortman. Der ist da tatsächlich deutlich robuster. Ein bisschen Tippen hier. Also das ist wirklich super robust und fest. Und doch vor allem durch die zweite Schraube wird also die ganze Frontrolle, dieser ganze Verstellmechanismus richtig gut fixiert. Das ist schon sehr schön. Was natürlich total klasse ist. Muss ich mir mal überstellen. Dann sieht das doch jeder keiner. So. Vorsicht, nicht gegeneinander fahren. Was bei dem ja wirklich klasse ist diese Magnetlösung für den Seitendeckel. Der hat, magnetisch ist das. Okay. Der hat wirklich clever,
War wirkliche, pfiffige, clevere Lösung. Ich sage immer, er ist so von der Konstruktion her ein bisschen filigran. Also das ist so ganz dünne Drähtchen. Das sieht alles so sehr fein aus. Sieht natürlich auch ganz schick dadurch aus. Aber robust, robust ist was anderes. Wenn du jetzt hier den Toro anguckst, richtig fette, schwere, der so richtig fette, schwere Metallteile hat, ist das hier eben eher für den Hausgebrauch. Also da ist ja der Ellet auch nicht besser aus meiner Sicht. Der ist sogar von der Frontrollenaufhängung sogar noch schlechter. Er hat mehr Plastik. Das kann natürlich nicht rosten, ne? Aber es ist Geschmackssache. Und du hast immer nur dieses Grün. Und das ist alles Geschmackssache. Ja, klar. Schicker. Also das Design ist um Längen besser, natürlich keine Frage. Ja, genau. Er ist aber auch teurer. Ne? Ja, ein bisschen, ne? Die zweite Sache, die mir jetzt noch aufgefallen ist beim Ellet und Swordsman-Vergleich ist, dass Ellet halt eine Spindel hat, die sie Verticut nennen oder Verticut, ich weiß nicht, wie man es, also deutsche Übersetzung halt vertikales Mähen. Genau. Die verkaufen es auch als Mähspindel und hier als Vertikutierspindel oder Lüfterspindel. Und das würde mich halt auch noch interessieren. Das finde ich auch sehr spannend, weil das, denke ich, kommt diesem Groomer-Effekt wahrscheinlich am nächsten. Vielleicht noch. Definitiv. Also ich kenne diese Spindel leider nicht. Also ich kenne diese Kassette leider nicht. Ich weiß, dass es sie gibt, haben ja auch schon einige Zuschauer gesagt, dass man jetzt für den Ellet diese Kassette kaufen kann. Das ist eine tolle Lösung, auf jeden Fall. Und wenn natürlich die Kassette jetzt auch leichter zu wechseln ist, ist das natürlich eine super Sache, auch regelmäßig mal mit dieser Kassette über den Rasen zu fahren. Das ist dann ähnlich wie Grumme, das muss vergleichbar sein. Also ich denke mal, ist der gleiche Effekt. Gibt es für den Swordsman nicht. Ob sie es machen, weiß ich nicht. Was ich aber auch sehr gut finde und was ich mir mal gekauft habe, ist diese Lüfterkassette. Die gibt es sowohl für den Swordsman wie auch für den Ellet. Ist auch sehr ähnlich konstruiert. Mit diesen Häkchen dran, ne? Die so beweglich sind auch, ne? Und allein der Fangkorb ist natürlich auch sehr stylisch. Ja. Auch ohne Rasenfreak-Aufkleber. Aber auch sehr schwer. Ne? Ja. Das ist auch das Problem. Das Ding ist bleischwer. Okay. Das ist aus Metall. Der Fangkorb vom Ellet ist aus Kunststoff und ist wesentlich robuster. Also das sieht zwar total schick aus, das Ding. Der Fangkorb sieht großartig aus, ist aber noch relativ schwer. Und das ist jetzt hier so. Das ist halt jetzt hier so eine Lüfterkassette vom Swordsman, die im Prinzip ganz ähnlich konstruiert ist wie beim Ellet. Bisschen mit der Aufbau anders und die zupft halt, sage ich mal, ganz sanft das tote Gras, den Rasenfilz aus dem Rasen raus. Und das funktioniert echt gut. Das ist auch eine sehr, sehr tolle Bearbeitungsmethode. Viel schonender wahrscheinlich auch, ne? Viel schonender als Vertikutieren. Ich bin tatsächlich total weg vom Vertikutieren mittlerweile. Ich lüfte, wenn überhaupt, nur noch. Und das ist schon klasse. Also das sollte man sich auf jeden Fall kaufen. Und leider kann ich jetzt eben zu dieser Verticut-Kassette nicht viel sagen. Ja, das sind ja auf jeden Fall eine ganze Menge Infos. Also ich bin noch ziemlich unentschieden, was ich mir zulegen soll. Also ich muss auch sagen, ich finde den Swordsman wirklich richtig schick. Und wie gesagt, die Vorteile vom Ellet, die ich da sehe, habe ich gerade schon gesagt. Ja, vielleicht habt ihr noch Kommentare und möchtet uns schreiben, was ihr für Erfahrungen habt mit euren Mähern, Ellet oder Swordsman oder noch einem anderen. Das wäre auf jeden Fall ganz spannend zu wissen. Genau. Ja, gerne, macht das. Klar, der Swordsman ist teurer, muss man deutlich sagen. Dürfen wir es mal ausprobieren? Können wir machen. Dürfen wir die Geräte mal testen? Du kannst es mal testen, es ist natürlich nass draußen, dann musst du den hinterher natürlich auch sauber machen. Ja. Okay, dann gehen wir mal raus. Das ist das, was ich ergonomisch echt problematisch finde, ist, dass diese Räder relativ hoch Hinten, die Führungsräder. Genau, du musst das Ding echt tief drücken. Ja, okay.
Aber er hat sie eben und damit schonst du deine Walze, denn diese Walze, die ist tatsächlich ziemlich empfindlich. Die ist doch relativ dünn blechmäßig und man sieht das auch, da kriegst du ganz schnell eine kleine Delle rein, wenn du hier über so ein Kopfsteinpflaster fährst. Das ist beim Sportman also wirklich klasse. Du kannst also wirklich hier den Griff auf ganz unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Du kannst hier diesen Holm in der Neigung verstellen, du kannst also hier den Griff in der Höhe verstellen. Also auch für echt große Leute und auch für kleine Leute ist das echt ganz cool. Ich glaube für dich. Kann noch ein bisschen niedriger gehen. Also du würdest jetzt noch eine Stufe höher haben. Einen kleinen Tick würde ich höher machen. Genau, dann haben wir hier ein kleines Werkzeug. So, sag mal, wie ist das? Ja, das ist viel besser. Das ist gut? Das ist schon echt schön. Nachteil ist dieser Konstruktion tatsächlich, dass die relativ elastisch ist. Du meinst das Ganze, ja, die ganze Führungsstängel. Hier sehe ich das auch schon wieder. Ja. Das löst sich dann doch immer wieder die Verschraubung und dann fängt er so ein bisschen an zu knarren und sich zu bewegen. Das haben sie schon verstärkt. Oh, jetzt muss ich noch umstellen. Ja, hier lösen. Für die Höhe jetzt, der Schnitt genau, da lösen. Dann hier diesen schicken Schnellverbinder. Und dann gehen wir auf 16. 16 mm. Oh, jetzt kommt hier die Sonne raus. Hier kommt die Sonne raus. So muss es sein, wenn man den Rasenflick bewegt. So, 16. Sagenumwogene 16. 16 mm, ja. Gucken wir mal. Naja, fast 17. Dann kann ich nicht zu tief mähen. Kann nichts kaputt nicht, dass ich irgendwelche Löcher hier reinmache. Okay. Jetzt darf ich tatsächlich den Rasen mähen. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich geht das gut aus. Links nach vorwärts. Bitte? Ich habe jetzt in diese Richtung gelegt, dann siehst du das jetzt gerade, ja? So sieht das aus. So, jetzt gucken wir uns den Edco auch nochmal an. Ich hoffe, dass ich nicht hier auch wieder so viele Schlangenlinien reinfahre, wie ich da drüben gerade gemacht habe. Das macht nichts. Gleicher Motor, also das ist schon mal interessant. Auch einfach hier anschalten, Choke rein, Vollgas oder auch nicht. Und dann hat er hier ganz komfortabel hier oben den Anzieher. Der ist schon warm, also kann Choke schon. Da kannst du jetzt nur in einer Stufe noch den Griff verstellen, den kannst du noch eine Stufe höher stellen. Okay. Also mehr kann man da nicht einstellen.
Ja. Was sagst du? Der schafft ja sogar die ganze Steigung da hinten. Also ich habe schon gedacht, dafür, dass das ein Walzenantrieb ist, ja, nee, diese Steigung mit der Feuchtigkeit und so, das ist schon nicht schlecht, ja. Dafür sind die noch schwer genug. Also ja. Das ist auch kein Problem. Ja, spontan, was ist schwierig immer noch? Ja, ist wirklich schwierig wirklich schwierig zu sagen, welcher da jetzt der Beste ist oder welcher der Favorit ist. Also ich finde auch, dass der Swordman ist super schön gefahren auch, das hat man schon gemerkt. Also ja. Ich finde, der lässt sich echt gut Ja, also sehr, also so ganz smooth halt auch, ne? Ja. Und bei dem, ich fand, der war auch ein bisschen lauter, der Elliott. Gut, der das mag ist lauter, der ist aber auch viel älter. Wollte ich gerade sagen, das mag auch jetzt am Alter liegen. Da haben die Motoren vielleicht auch ein bisschen was dazugelernt jetzt mittlerweile. Ja. Genau, aber also schwierig. Schwierig, okay. Aber? Ja, schwierig. Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, deswegen kann ich auch nichts empfehlen. Ja, also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie ich mich entscheiden werde. Wie gesagt, fällt mir wirklich schwer, den einen oder den anderen zu bevorzugen. Ich denke, beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ja, lasst euch überraschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.